Bioprodukte sind nachhaltiger, gesünder und sie tragen weniger zum Klimawandel bei. Aber wie viel teurer ist Bio im Vergleich zu konventioneller Ware? Wie sich jeder Bio leisten kann, erklärt Martin Schlatzer. Er hat eine Studie gemacht. Wenn wir uns nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren, dann können wir uns wesentlich mehr Bio leisten. Dann können wir uns 70% Bio leisten und gleichzeitig tun wir was für die Gesundheit und sogar für den Klimawandel. Da können wir 40% der Treibhausgasemissionen einsparen. Wir testen, wie günstig ein Bio-Einkauf wirklich ist. Unsere Einkäuferin in Grün kauft Bio und in Rot konventionelle Ware. Zuerst geht's zu Obst und Gemüse. Davon soll man ja besonders viel essen, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Alle Produkte werden gescannt. Bananen, Zwiebeln, Karotten, Tomaten, Zucchini, Äpfel. Bis hier ist der Bio-Einkauf keine 10% teurer. Prinzipiell kann sich Bio jeder leisten. Wenn man sich gesund ernährt, dann kann man sich auch einen hohen Anteil am Bio leisten. Das ist kein Problem. Vergleichsweise teurer sind Fertiggerichte und die kauft der Durchschnittsdeutsche regelmäßig. Wir lassen sie aber weg. Ein Fazit der Studie zeigt nämlich, wer gesünder, also Frischware einkauft, spart Geld und kann sich mehr Bioprodukte leisten. Bei den meisten Warengruppen, wie zum Beispiel Milchprodukten, ist Bio gar nicht mehr so viel teurer. Außerdem bieten alle Discounter Bioprodukte an. Als Verbraucher, Verbraucherin kann man sehr viel ändern. Und wenn man auf Bio-Lebensmittel setzt, dann kann man schon ganz viel bewirken. Dann schließt man zum einen Pestizide in der Landwirtschaft aus und man kann jetzt bei den Treibhausgasemissionen auch einsparen. Bei konventioneller Landwirtschaft ist die Bodenerosion hoch. Dazu kommt der CO2-Verbrauch für die Herstellung von Dünger und Pestiziden. In der biologischen Landwirtschaft wird der Boden geschützt. Darin leben mehr Mikroorganismen. Pestizide sind nicht erlaubt. Der Boden trocknet nicht so schnell aus und kann mehr Wasser aufnehmen. Noch wichtiger ist Bio in der Tierhaltung. Diese Tiere werden nicht mit gentechnisch verändertem Soja und Antibiotika versorgt. Das kostet natürlich mehr. Also der Preisunterschied zwischen bei konventionell und Bio ist am größten bei Fleisch und Fleischprodukten. Hier ist es oft das Doppelte, das ist Dreifache sogar. Dafür ist aber oft eine bessere Haltung gegeben. Aber wie kann man diesen großen Preisunterschied von Biofleisch und Biowurstwaren abfangen? Indem man weniger davon isst. Die Deutschen essen im Durchschnitt 57 Kilogramm Fleisch pro Person pro Jahr. Und das ist, wie gesagt, um 2/3 höher circa, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Das heißt, allein aus gesundheitlichen Gründen lohnt es sich, wenn wir Fleisch reduzieren. Und es bringt etwas für die CO2-Bilanz. Für den konventionellen Einkauf nehmen wir die typische Fleischmenge. 2-mal Grillfackeln, ein Schweinefilet und Wurst im Wert von 20 €. Gesünder heißt weniger, aber dafür besser. Wir nehmen ein kleines Paket Bio-Hähnchenbrust für 6,46 €. Und damit die grüne Familie auch satt wird, gleichen wir die geringe Fleischmenge mit Tofu, Halloumi und Grilltadern aus. Gesamtpreis ebenfalls 20 €. Damit keine Mehrkosten entstehen, ist es ganz wichtig, dass ich Fleisch reduziere um 2/3. Das wäre der erste Ansatzpunkt. Der zweite wäre weniger Alkohol. Das gilt vor allem für die Erwachsenen. Der dritte Punkt wäre Leitungswasser statt Mineralwasser zu konsumieren. Und der vierte Punkt wäre im Prinzip auf Snacks, Knabbereien hier auch reduzieren und bei den verarbeiteten Produkten. Und damit habe ich schon einen ganz großen Einspareffekt, so dass ich mir sogar 70% Bioanteil bei allen Lebensmittelgruppen leisten kann. Das Ergebnis unseres Einkaufs? Der konventionelle Einkaufswagen mit den großen Fleischportionen enthält 29 Produkte für 66,72 € und der Bio-Einkauf enthält wegen der kleineren Mengen 32 Produkte für 77,28 €. Unser Versuch hat funktioniert. Wir haben fast alles in Bio-Qualität gekauft und es kostet 11 € mehr für ein Extra Plus an Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Gesünder essen und dabei auch noch was für den Klimaschutz tun, klingt erstmal gut. Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen ist bei uns. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wobei man sagen muss, es sind ja dann knapp 16% bei unserem Testeinkauf mehr gewesen. Das ist auch schon eine ordentliche Summe. Haben Sie noch irgendwie vielleicht einen Tipp, wie der Bio-Einkauf
günstiger in Anführungszeichen wird? Ja, zusätzlich zu den Tipps, die der Experte schon genannt hat, kann man natürlich noch auf die Saison achten. Dass wir jetzt das kaufen, was auch an Gemüse in Saison hat. Also jetzt Kirschen, Mirabellen, Gurken und so weiter. Da kann man dann noch zusätzlich sparen. Und wenn es dann auch noch aus der Region stammt, dann sind auch weniger Transportkilometer erforderlich. Muss man ja nicht die Äpfel aus Neuseeland kaufen, in Anführungszeichen, die jetzt noch im Laden liegen. Regional, da sind wir schon beim nächsten Stichwort. Da gibt es ja auch ein Etikett, ein Label, sage ich jetzt mal, was auf die Verpackung gedruckt wird. Wir haben das hier mal gezeigt. Das blaue Regionalfenster. Was erkenne ich daran genau? Was steht da alles drin? Ja, also 4 Punkte. Man erkennt, aus welcher Region die Hauptzutat oder die Hauptzutaten, es können auch mehrere sein, stammen, wo sie verarbeitet oder abgepackt wurden, wie groß der Anteil der regionalen Zutaten ist. Bei zusammengesetzten Lebensmitteln müssen es mindestens 51% sein. Und als 4. erfährt man, wer diese Vorgaben regelmäßig kontrolliert. Ist das verpflichtend auf den Produkten oder ist das freiwillig eigentlich drauf gedruckt? Ne? Das ist ein freiwillig privatwirtschaftliches Zeichen. Regional ist gesetzlich nicht definiert. Da gibt es kein gesetzliches Zeichen, so wie zum Beispiel das Bio-Label. Okay. Und auf welchen Produkten ist es überhaupt drauf? Wo finde ich das oder am meisten? Auch auf Gemüse, auf Obst, auf Pilzen, auf Kräutern, auf Fleisch und Wurstwaren, auf Milch und Milcherzeugnissen, auf Eiern. Also fast auf allen Lebensmittelgruppen. Erst auf sehr wenigen verarbeiteten Lebensmitteln, aber da gibt es auch schon welche. Und kommen dann diese Produkte automatisch aus der Region? Kann man das sagen? Oder muss ja genau darauf achten? Man muss genau darauf achten. Also das Regionalfenster regelt, aus welcher Region die Hauptzutaten kommen und in welcher Region es verarbeitet und abgepackt wurde. Es regelt nicht, in welcher Region es verkauft wurde. Häufig ist es natürlich eins, aber es kann jetzt beispielsweise sein, dass ein Lebensmittel, die Zutaten dafür aus Schleswig-Holstein kommen, das auch in Schleswig-Holstein verarbeitet wurde, aber dass es in einem anderen Bundesland verkauft wird. Also ich muss wirklich drauf gucken, was steht in dem blauen Fenster und nicht nur gucken, blaues Fenster drauf, toll, aus meiner Region. Das muss nicht zwangsläufig meine Region sein. Sonst habe ich nämlich doch wieder die weiten Transportwege und habe dann eigentlich doch nichts Gutes getan. Ne? Wie ist denn Region überhaupt definiert? Ja, Region ist leider gar nicht definiert. Es gibt nicht so wie beim Biosiegel eine gesetzliche Definition. Und es gab mehrere Befragungen der Verbraucher dazu in der Vergangenheit. Und da hat sich gezeigt, dass manche so einen 30 Kilometer Umkreis als Region empfinden. Manche, ja die Rhön, jetzt hier als Beispiel für Hessen, die Landschaftsregion, in der sie leben. Aber für manche war es auch einfach nur das Bundesland. Also es ist ganz unterschiedlich groß. Ja. Das heißt aber, wenn es jetzt auch freiwillig ist es dann trotzdem so eine Art Gütesiegel? Kann man das auch sagen? Oder ist es, kann man es nicht vergleichen? Es gibt eigentlich nur die Region an. Ein Gütesiegel, da würde man jetzt eher auch verstehen, dass es was über die Qualität, also die Produktionsbedingungen zum Beispiel sagt. Also gut ist, wenn es regional und bio ist natürlich und saisonal. Aber muss man schon genau darauf achten, wie Sie gesagt haben, also das Schild genau durchlesen. Bedeutet ansonsten regional auch zwangsläufig Umweltressourcen und klimaschonend? Oder? Ja, wenn die Wurst aus der Region stammt, dort auch verarbeitet wurde, also wenn das Fleisch von Schweinen aus der Region stammt, die Wurst in der Region hergestellt wurde und die Kartoffeln aus der Region stammen, dann habe ich ja Transportkilometer gespart und damit Sprit gespart, also Energie gespart. Ich habe weniger CO2-Ausstoß gehabt durch die geringere Kilometerzahl, die es gefahren ist, und auch weniger die Umwelt belastet, zum Beispiel eben durch die Abgase. Jetzt haben wir im Beitrag eben gesehen, da wurde dann weniger Fleisch eingekauft, dafür irgendwelche Tofu-Produkte. Wie sieht es eigentlich da aus insgesamt? Ja, hinsichtlich der Preise muss man natürlich sagen, wenn man sehr hochverarbeitete Lebensmittel dann als Ersatz nimmt, also ein Tofu ist auch eben hochverarbeitet, dann wird sich das nicht so positiv bei den Preisen auswirken. Da würde ich jetzt eher dann als Hülsenfruchtgericht, also Tofu ist ja kommt ja aus der wird ja aus der Sojabohne hergestellt, eher einen Erbseneintopf jetzt oder einen Linseneintopf ist eher ein Wintergericht, ja, aber man kann jetzt gibt es ja zum Beispiel ganz lecker frische Erbsen auf dem Markt, die man selber poolen kann oder Schnibbelbohnen. Also auch damit kann man ja einen leckeren Eintopf machen oder auch einen tollen Salat. Ganz kurz noch, es gibt ja auch noch andere Regionallabels. Auf was kann ich da noch achten? Ja, das Biosiegel Hessen, das ist also Bio und dann gleichzeitig aus Hessen. Oder auch geprüfte Qualität Hessen, Landmark, das sind so glaubwürdige, aus Sicht der Verbraucherzentrale glaubwürdige Siegel, denen man eben auch vertrauen kann und damit regionale Lebensmittel in seinen Einkaufswagen legt. Oder auf den Wochenmarkt gehen oder beim Hofladen ums Eck
Speck einkaufen, da weiß man auch, dass es eigentlich regional ist. Dankeschön, Ja. Frau Franz, dass Sie heute Abend bei uns waren, von der Verbraucherzentrale Hessen. Danke. Ja, gerne, Herr Fischer. Also beim nächsten Einkauf mal darauf achten, auf dieses blaue Regionalfenster-Etikett. Das zeigt uns auf einen Blick, woher Produkte und Zutaten genau kommen und wo sie auch verarbeitet und abgepackt worden sind. Und so können wir dann durch kurze Transportwege der Umwelt auch ein klein bisschen hoffentlich was Gutes tun.